Moin, ihr Landratten, herzlich willkommen. Moin, hallo. Schaut mal, ich bin heute gar nicht alleine. Wer kennt sie? Du bist eigentlich selten mit deinem Gesicht vor der Kamera, oder? Aber vielleicht erkennt ihr ja die Stimme. Das stimmt. Ich bin Britta. Hallo. Von Brittas Hafen-Podcast. Da waren Tanja und ich ja vor einigen Wochen zu Gast. Auch schon wieder so 2 Monate her oder so, ne? Wie die Zeit vergeht. Das stimmt. Echt abgefahren. Ja, und mit Britta sind wir natürlich immer noch so locker in Kontakt. Und ja, man guckt ja auch immer gegenseitig so ein bisschen, was man so treibt, was man so veröffentlicht. Und ja, heute hat Britta gesagt, Mensch, ich wag mich mal vor die Kamera. Ich komme mal dazu. Ja. Paddy, dann brauchst du ja nicht alleine stehen. Und wir warten gemeinsam auf die Berlin Express und dann dachte ich mir, kann ich mit Britta ein bisschen sappeln hier. Vielleicht erfahren wir ja mal ein bisschen was darüber, wie der Podcast so entstanden ist und was du sonst so treibst. Ja, und vielleicht habt ihr ja eine Frage an Britta, dann immer raus damit, wobei ich sagen muss, ist auch immer sehr schwer im Chat zu sehen, was da gerade so los ist. Ne? Okay, so ich drehe erstmal die eine Kamera weg. Dann sind wir hier entspannter und brauchen uns nicht so sehr darauf konzentrieren, was man gerade so sieht. Ja, wir warten auf die Berlin Express. Die meisten von euch kennen sie ja. 400 Meter lang war der erste von den Hapag-Lloyd Neubauten aus der Hamburg Express-Klasse. Wir haben halt angefangen mit der Berlin Express. Ich war damals so ein bisschen traurig, dass wir nicht mit Hamburg Express angefangen haben. Aber ich fürchte, das war auch ein kleines Politikum, weil die wurde ja getauft dann von der Frau von Herrn Steinmeier. Genau, von unserem Bundespräsidenten. Genau. Ne? Und deshalb denke ich mal, die konnte man nicht auf die lange Bank schieben. Britta, jetzt wo du hier bist, erzähl doch mal, wie du zu dieser Idee mit deinem Hafen-Podcast gekommen bist. Also vorweg mal, wer es nicht kennt, Britta macht einen Podcast. Ja, genau. Und da geht es im Großen und Ganzen auch um die Seefahrt. Ja. Na? Und auch um Menschen, die hier arbeiten, weil ich das einfach toll finde, dass hier so viele Menschen arbeiten und alles immer am Laufen halten, aber man eigentlich über diese ganzen Jobs so wenig weiß. Ja, und dann, also eigentlich bin ich im Nebenberuf Hafentourguide. Stimmt, du machst diese Tour der Giganten, ne? Ja, also oder da bin unter ich anderem. Auch manchmal, unter anderem. Das mal einmal im Monat, also da werde ich dann für gebucht als Tourguide. Und damals hatte ich aber eine eigene Idee mit einer Frühaufsteher-Barkassentour. Und das lief auch ganz gut mit Franzbrötchen morgens um 7. Ja, und dann kam Corona und dann hatte ich kurz vorher ein Newsletter-Tool für meine Internetseite. Warte mal ganz installiert. kurz. Ich muss mal einmal kurz ein technisches Problem. So, ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Wir hatten eben so ein bisschen Bildfehler. Und das hat jemand im Chat geschrieben und ich muss jetzt mal gucken, ob das nun besser ist. Okay. Ja, ich glaube, ich habe da mittlerweile einen Fehler eingekreist oder eingegrenzt. Britta, ist immer doof, wenn man mitten im Erzählen unterbrochen wird. Macht doch gar nichts. Bitte entschuldige. Ich hoffe, du weißt noch, wo du eben stehen geblieben bist. An sich, bevor ich von mir erzähle, würde ich erst mal sagen, dass ich inzwischen ein riesen Fan bin von Hamburg Hafen Live. Dankeschön. Ich habe das ja leider erst ganz, ganz spät entdeckt und war aber sofort Feuer und Flamme. Ich finde das so toll, was ihr macht. Also die Bilder sind so grandios oder um es mal richtig zu sagen, sensationell. Und deswegen, Dankeschön. Ich finde es echt klasse, was ihr macht. Danke. Ach, uns macht das aber selber auch Spaß. Ich bin ja auch so irgendwie in die Seefahrt nur reingerutscht. Ursprünglich habe ich ja gar nichts mit der Seefahrt zu tun, so als Bielefelder. Und mich hat das aber so gecatcht, dieses Thema. Guck mal, da hinten, wenn wir genau hinschauen. Ja. Da sieht man schon. Sehen wir sie? Okay, einmal die Spitze. Es ist weit weg, es ist ein bisschen unscharf, weil der Fokus hier auf dem Turm ist. Aber wir nehmen das natürlich mit. Wir nehmen das natürlich mit. Ja, ich kann dir ganz kurz noch mal erzählen, wie das war mit meinem Podcast. Also
es kam Corona. Ich hatte vorher schön Hafentouren angeboten. Und dann kam Corona. Ich hatte ein Newsletter-Tool, auch schon über 100 Leute, die diesen Newsletter lesen wollten und hatte nichts mehr zu erzählen. Und dann habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mir den Podcast überlegt. Und seitdem mache ich den. Einfach so. Ja. Aber hattest du denn schon eine gewisse Affinität so zur Hafen, Seefahrt? Ja, also vom Beruf her, ich habe Schifffahrtskauffrau gelernt. Ah, okay. Und das ist natürlich inzwischen schon sehr lange her. Ja, da bist du immerhin mehr vom Fach als ich. Ja, und eigentlich hatte ich vorher, also ich habe jetzt keinen in meinem familiären Umfeld, so wie viele Leute irgendwie, die in so einer Familie aufwachsen, Papa wo nicht Kapitän. ein Kapitän oder sowas ist. Nee. Außer, dass meine Eltern mit mir gern an den Elbstrand gefahren sind zum Schiffe gucken. Aber sonst keine so großartige Beziehung dazu. Und dann habe ich halt den Beruf ausgesucht, weil die Berufsberaterin damals gesagt hat, wäre doch eine gute Idee, international kann man mit Sprache viel machen. Und ja, und dann haben wir eine Lehrstelle gefunden und dann habe ich da angefangen. Und dann durfte ich das erste Mal mit auf eine Werft und habe ein Schiff in der Werft gesehen. Und früher müsste man noch so Berichtshefte ausfüllen. Da habe Das ich kenne ich auch noch. die ganzen Bilder von der Werft da eingeklebt, weil das Berichtsheft schon fast voll. Berichtsheft habe ich gehasst in der Ausbildung. Es war Genau. so verhasst. Ja, und seitdem ist es irgendwie total spannend, tolles Thema. Und dann bin ich dabei geblieben. Den Conny hattest du ja schon. Der Ja. ist ja auch ein richtig toller Typ. Ach, Aber toll. du bist, Ja. glaube ich, mittlerweile bei über 70 Folgen. Habe ich das Ja. richtig Ich in glaube, Erinnerung? ja, gestern gab es die 79. Die 79. Seit Corona ungefähr, sagst Seit du? Corona, ja. Ja. Hast du so ein paar Highlights, wo du sagst, Mensch, also jetzt wo war... Highlights. Ich finde meine Interviewgäste ja immer toll. ist immer schwer, Aber ich einen kann da mal erzählen, herauszustellen, was ne? demnächst kommt. Ich habe nämlich schon 2 neue Interviewpartnerinnen gehabt. Ich habe ein Interview gemacht mit einer Frau, die Nautikerin auf der Altair ist. Das ist ja ein Wracksuch-, Forschungs- und Vermessungsschiff des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie. Und die hat letzte Woche mit mir ein Interview zusammen gemacht. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Das kommt so Okay. in 3-4 Wochen, schätze ich mal. Und im letzten Herbst waren wir in Waren an der Müritz bei MMG, Mecklenburger Metallguss GmbH. Da werden ja diese gigantischen Propeller in einem Stück gegossen. Und da gibt es eine Frau, Ronja Topp, die hat da zuerst sie hat Schiffbau studiert und dann zuerst in der Forschungsabteilung und jetzt arbeitet sie im Vertrieb gearbeitet. Und die habe ich auch schon getroffen zum Interview. Also das kommt in den nächsten Wochen. Mal sehen, wie schnell wir da das okay bekommen. Da freue ich mich schon total drauf. Du machst das aber auch alles so in Eigenregie, also Eigenproduktion, das Ja. heißt die Aufnahme, die Nachbearbeitung. Alles. Alles selber. Hast ja jetzt auch nicht irgendwie noch ein Team oder irgendwie einen professionellen Dienstleister im Hintergrund. Nee, habe ich nicht. Also bis jetzt habe ich es ja auch nicht wirklich geschafft, einen Sponsoren zu finden, der mich da so richtig unterstützt. Habe allerdings auch nicht so richtig danach gesucht, weil ich dachte, es ist schon wichtiger, die Interviews zu machen. Ich arbeite ja Vollzeit, das noch nebenbei ist vielleicht auch schwierig, aber und deswegen mache ich das alles alleine. Ja. Aber die größte Herausforderung ist doch bestimmt auch, so lange durchzuhalten, oder? Also immer wieder. Hast du eigentlich einen gewissen Turnus in deinen Ja. Folgen? Eigentlich alle 2 Wochen. Alle 2 Wochen, okay. Außer es kommt was dazwischen. Aber im Allgemeinen schaffe ich das. Okay, aber das heißt, du musst ja auch immer schon sehr weit im Voraus denken, schon neue Gäste irgendwie akquirieren, sage ich mal, einladen. Ja, Also das denke ich, ist so die, glaube ich, ist fast so die größte Herausforderung, oder? manchmal ja, manchmal nein. Manchmal lernt man ja Menschen auch einfach so kennen. Okay. Ich bin ja bei VISTA Mitglied, Women's International Shipping and Trading Association, so ein Frauennetzwerk. Und da lernt man natürlich auch viele interessante, tolle Frauen kennen, die wahnsinnig interessante Jobs haben, die auch was zu erzählen haben und so. Und dann lernt man die kennen, dann geht das ganz schnell. Ne? Ja, cool. Ich finde es ja generell toll, wenn jemand einfach von sich aus
einfach aus dem Spleen heraus, aus Eigeninteresse sagt, ach komm, ich mache das jetzt einfach mal und sich dann sowas entwickelt. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe auch schon viele von den Folgen gehört. Ich muss sagen, ich bin so ein selektiver Podcast-Hörer. Ich gucke dann schon immer nach den Themen und nach den Gästen. Ja. Bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich höre platt alle, aber ich habe wirklich sehr, sehr viele gehört. Also gerade bei der Autofahrt ist Podcast natürlich immer eine sehr, sehr schöne Ablenkung. Ja, ich hoffe, ihr kennt oder habt mal reingehört in Britta's Hafen-Podcast. Ansonsten haben wir hier mit Sicherheit auch schon den Link immer mal gepostet. Ich muss jetzt mal ein paar kleine Dankeschön hier loswerden. Der Marc Stibbe, der ist seit 20 Monaten Mitglied auf der Speicherstadt, hat vorhin auch ein Upgrade durchgeführt. Marc, herzlichen Dank und schön, dass du mal wieder dabei bist. Dann Asterix mit 2 Euro Superchat. Ja, der hatte vorhin gesagt, dass irgendwas mit der Leitung nicht in Ordnung ist. Das ist manchmal am Anfang. Ich muss dann hier immer noch einmal ausschalten und wieder einschalten. Wenn ich das vorm Stream vergesse, ja, dann verschluckt er sich manchmal so ein bisschen. Mike ist auch dabei, schickt 2,49 Superchat mit Grüßen von Hansi. Dankeschön. Und der Dave Blue ist im 5. Monat mit einem Twitch-Sub, mit einem Prime-Sub auf Twitch dabei. Guck mal, hier ist richtig Action. Das sind die beiden Schlepper, die jetzt noch zur Berlin Express gehen. Einer ist ja schon vorhin gekommen, der sie jetzt eskortiert seit Wedel. Und außerdem haben wir dann noch, ich muss mal gerade den U-Turn machen. Außerdem haben wir hier dann noch den zweiten Schlepper, beziehungsweise den dritten Schlepper, muss man ja sagen, VW Bison. Und dahinter haben wir noch einen Saugbagger, die Vitus Bering. Also richtig Action. Hinter der Berlin Express haben wir noch eine APL. Den Namen habe ich schon wieder vergessen. Du hattest eben auch mal reingeguckt. Ruffles, oder? Ja, genau. APL Ruffles. Ah, okay. Und die hat aber auch knapp Ruffles. 400 Meter, ne? Ja. Ja. Also haben wir schon ein bisschen Action hier heute. Hofft mal, dass es mit dem Wetter so bleibt. Aktuell hält es sich eben, als wir aufgebaut haben, mussten wir ein klein bisschen unter den Schirm. Aber zeitlich sah das dann doch irgendwie ganz gut aus zum Streamstart. Genau, ich habe das ja vorhin schon mal rausgesucht. APL Ruffles 368 Meter lang und 51 Meter breit. Ah, okay. War die nicht noch länger? Ich meine, ich hätte noch was Größeres gelesen. Aber gut, ich vertraue dir da einfach mal. Ich vertraue dir einfach mal. Andi, der Sattelschlepper, herzlichen Dank für 5 verschenkte Mitgliedschaften. Ganz dickes Dankeschön. Und die Bande aus Wasserburg, Anja und Danny, 2 Euro, herzlichen Dank. Ich mag diesen Platz hier total gerne. Britta hat gesagt, sie war noch nie im Rüschbach, obwohl sie den ganzen Hafen natürlich auch sehr gut kennt. Was ich hier an diesem Platz toll finde, ist, dass man halt sehr oft was mitbekommt von den Lotsen, wenn die versetzen, und teilweise auch, wenn die Schlepper festmachen. Also toller Ort hier. Total schön, guter Blick. Ist ein toller Ort, genauso wie der toller Ort. Das ist auch ein toller Ort. Ja. Und man sieht immer mehr von der Berlin Express. Ne? Ja. Also der Porsche-Fan meint, 397 Meter hätte sie laut Marine Traffic. Aha, okay. Ich meine auch, ich hätte 397 gelesen. Okay. Also ich habe die Daten von Hamburg Hafen. Kann durchaus sein, dass die nicht ganz richtig sind. Ja, das ist immer so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Glücksspiel, aber es gibt durchaus da unterschiedliche Datenquellen, die teilweise dann auch nicht wirklich übereinstimmen. Ja. Also gerade auch was so die Toy-Zahl angeht. Also bei einigen Maersk-Schiffen, da haben wir schon bei einem Schiff von 13.000 bis 18.000 Toy Alles 3 gehabt, verschiedene ne? Ja. Größen gehabt. Ach, guck mal hier, K8-Pit, das erklärt es vielleicht. Er schreibt nämlich, mehrere Schiffe der Klasse wurden 2018, 19 verlängert, wie die Decksaufbauten erhöht. Es kann natürlich sein, dass du aus deiner Quelle noch die alten Daten hast und sie dann verlängert wurden. Also haben im Grunde genommen alle recht. Das ist immer schön, wenn am Ende alle irgendwie recht haben.
Ja, und ich kann mal darüber schwenken, da kommt schon die Berlin Express. Hinter der Spundwand von der Start- und Landebahn Finkenwerder. In den letzten Streams jetzt mit den 400-Meter-Schiffen von Hapag-Lloyd habe ich es schon immer wieder gesagt, ein weinendes Auge, weil die erstmal nicht mehr nach Hamburg kommen. Hapag-Lloyd hat ja eine neue Allianz mit Maersk gebildet, die sogenannte Gemini-Allianz. Und in diesem Zusammenhang haben die natürlich auch so ein bisschen ihre ganzen Services und Routen neu geordnet, haben mehrere Hubs gebildet. Und ein Hub in Europa besteht aus den Häfen Rotterdam, Bremerhaven und Wilhelmshaven. Und da gehen die großen Schiffe demnächst hin. Und leider ist Hamburg da raus. Wir haben jetzt noch, also Berlin Express, ich weiß nicht, ich glaube Manila haben wir noch mal, Hamburg Express haben wir noch mal. Und dann ist irgendwann aber leider erstmal Schluss. Ein bisschen schade, aber das ist halt das Business. Da fragt keiner, ob Paddy Schiffe gucken will. Nee. Aber umso schöner, dass wir heute dabei sind. Ja. Und ich finde es einfach irre, dass so gigantisch große Schiffe mitten in unsere Stadt fahren. Also welche Stadt hat das schon? Dass man wirklich mitten in der Stadt so einen Hafen hat, wo solche Schiffe vorbeifahren. Ne? Ich würde ja auch sogar nach Wilhelmshaven oder Bremerhaven fahren. Da hätte ich ja jetzt auch kein Problem mit. Aber das ist, was so Filmen angeht und Schiffe gucken, ist das mit den Standorten ganz schwierig. Bremerhaven geht so ein bisschen, aber Wilhelmshaven ist, glaube ich, ganz schwierig. Also falls da irgendjemand einen ganz heißen Tipp hat, her damit. Der Vectrator lässt auch sein Prime-Sub im 2. Monat da auf Twitch. Herzlichen Dank an dich. Bernie ist im 10. Monat auf der Speicherstart. Und er sagt, moin Paddy und, nein, nicht Brigitte, Britta. Nicht die Britta mit der Brigitte verwechseln. Nee, Brigitte, pfeifen kann ich gar nicht. Brigitte pfeift, Britta hat den Podcast. Aber schönen Dank, dass du so lange schon dabei bist. Schwarzbart-Jürgen haut einen 5er-Pack Subs raus auf Twitch. Danke dir, Jürgen. Und der Andrew, 2 Monate auf der Reeperbahn. Er schreibt, sehr cool, dass Britta im Stream dabei ist. Also Oh, danke. einen oder anderen Fan hast du hier auch. Ich finde das auch total klasse, dass so viele Menschen, jetzt wenn ich höre Schwarzwald, von so weit her wahrscheinlich. Nein, Schwarzbart-Jürgen. Schwarzbart. Ich weiß nicht, ob der Schwarzbart-Jürgen aus dem Schwarzwald kommt. Aber trotzdem ist es natürlich irre, dass so viele Menschen diesen Stream immer gucken und so viele Menschen sich für diese maritimen Themen begeistern. Und du hast ja auch öfter Leute von woanders her. Ja, und Zuschauer haben wir, glaube ich, sowieso sind ganz gut verteilt. Also natürlich ganz Deutschland, aber auch Österreich, Schweiz. Hin und wieder verirrt sich auch mal jemand international. Ja. Teilweise auch aus Amerika, Wow. Brasilien, Philippinen hatten wir schon. Also Ja. Wahnsinn. der Ronos, 10 Monate. Herzlichen Dank dafür. Und dann der Borndelkramer lässt 200 Bits da. Herzlichen Dank. Thorsten und Petra mit 2 Euro Superchat und sie grüßen Paul und Jörg. Ja, Paul und Jörg. Herzliche Grüße, ne? Kasimel ist im 6. Monat mit dem Prime-Sub dabei auf Twitch. Herzlichen Dank dafür. 2 Euro Superchat von Walburga und sie schickt auch liebe Sonntagsgrüße an uns beide, an Paddy und Britta. 100 Bits noch von K8-Pit. Dankeschön dafür. Und der Miepelschubser lässt sein Prime-Sub erneut da. Ganz lieben Dank. Dafür auch schon im 3. Monat. Schwarzbart-Jürgen nochmal mit 200 Bits und sagt dann, lass doch das Pfeifen mit dem Horn erklingen, Paddy. Ach ja, es gibt doch einige Brigitte-Fans hier. Komm, dann hauen wir einmal die Brigitte raus. Ja, auch Brigitte hat sich irgendwie eine kleine Fangemeinde aufgebaut. Ja. Die sind auch gestern wieder mit ihrer AIDA-Gang komplett eskaliert. Ja? Ja, ich habe nur so ein Video gesehen. Die waren, glaube ich, mit 3 Leuten oder so unterwegs. Und dann
wird ja immer AIDA ordentlich verabschiedet. Tja. Aber AIDA hat wirklich viele Fans. Ne? Ist so. Also ich selber habe auch noch keine Kreuzfahrt gemacht, genau wie du. Ich war noch nicht auf dem Kreuzfahrtschiff. Ich arbeite daran. im Urlaub. Es gibt ja die fixe Idee, dass ich eine zusammen mit dem Fabian mache. Den hatten wir letztens ja als Ja. Gast mal dabei. Ja. Der wird eventuell auch heute Abend wieder dabei sein. Wir wollen ja heute Abend auch noch mal die Preziosa machen. Und wahrscheinlich schalten wir dann den Fabian wieder dazu. Und dann muss ich ihn mal fragen, wie es aussieht mit unserer Kreuzfahrt. Die Planung habe ich komplett in seine Hände überlassen. Ja, toll, was der alles weiß über Kreuzfahrtschiffe. Klasse. Ich finde das vor allem so Die ganzen- bemerkenswert, wie jung der ist. Und der hat Ja. schon so viel Kreuzfahrten gemacht. Irre. Ja. Also es ist wirklich abgefahren. Und so viel Insiderwissen, das er dann auch teilt und total klasse. Ja, der hat angefangen so quasi mit so Videos. Hat halt unheimlich viele Kreuzfahrten gemacht und ja, hat das Ganze jetzt zu einem Business umgebaut und ein Reisebüro für Kreuzfahrten aufgebaut. Also das finde ich auch bemerkenswert. Durchaus, muss man durchaus Respekt zollen. Toll ist das. Conny ist seit 10 Monaten dabei. Conny, Dankeschön, aus den Niederlanden. Schwarzwald-Jürgen lässt nochmal 200 Bits da. Danke dir. Und der Hertos auch nochmal 100 Bits. Guck mal, und Torben Schmitz seit 20 Monaten. Wow. Im Februar feiern wir offiziell zweijährigen Geburtstag. Toll. Also ich glaube am 15. Februar oder am 14. wurde der Kanal gegründet. Und ich habe so viel davon verpasst. Das ist ja das Einzige, worüber ich mich wirklich ärgere. Ich komme ja mit dem im Archiv gucken gar nicht hinterher. Ach, vieles wiederholt sich aber auch. Gerade so solche Sachen, die Schiffsanläufe und dann auch das, gerade so die Kreuzfahrer. Da ist auch vieles bei, was sich wiederholt. Aber es gibt ja auch hier, also wo ich mit dich angefangen habe, ist diese Speicherstadt-Folge. Und dann habt ihr viele solche, wo ihr auch was erklärt, solche Videos. Ja, Ben ist gerade dabei, sein Meisterstück zu machen. Ja? Ja, über das Kontorhausviertel. Und Spannend. also er hat mir jetzt schon ein paar Mal geschrieben, was er alles vorbereitet, wie oft er da schon war. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass das ein 10-Stunden-Stream wird. Oh, freue ich mich schon drauf. Ja, freue ich mich schon richtig drauf. Ja, also als er dieses in der Speicherstadt erzählt hat, war auch vieles dabei, was ich gar nicht wusste. War spannend. Weißt du, wie viele Videos ihr schon gemacht habt? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich muss mal gucken, ob man das irgendwo sehen kann auf YouTube. Oh, jetzt sieht man schon. Ja, die man sieht schon eine orange ganze Schrift. Menge. 10 Schweizer Franken kommen noch mal von Alice oder Alice. Sie schaut aus La Spezia in Italien zu. Oh, Oh, da ist bestimmt jetzt gutes Wetter, oder? buongiorno. Wie ist denn das Wetter in La Spezia? Bestimmt so 16 Grad Sonne. Ja, guck mal hier, der Postbüdel schreibt 3 Folgen Kontorhausviertel, wer was. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was Ben da gemacht hat. Ja, jetzt kommt sie immer näher. Die Genau. Berlin Express. Ich finde das immer so toll. Du wartest und wartest und du hast das Gefühl, sie kommt gar nicht näher. Das geht so langsam. Und wenn sie dann hier auf der Höhe sind, dann Ja. rauschen die so vorbei. Und wahrscheinlich wird dann auch schon die APL gleich direkt dahinter kommen. Wahrscheinlich. BSB sagt 450 laut YouTube. Ich glaube, da wird aber dann alles mitgezählt. Also auch hier so diese Kurzvideos, die Stories und solche Sachen. Also 450 Livestreams kann ich mir nicht vorstellen. Aber in 2 Jahren, das ist ja schon Ja, wirklich oft. Selbst wenn es nur 400 sind.
Ich hatte ja letzten Sonntag das Glück, auf der Gdansk Express an Bord sein zu dürfen. Und ich muss sagen, wenn man auf dem Schiff drauf ist, dann werden einem erst so ansatzweise diese Dimensionen klar. Wenn du das Schiff betrittst über die Gangway und dann in das Schiff reingehst, es ist alles groß. Wenn du vor dem Schiff stehst und wenn du da einfach so hoch guckst, es ist alles riesig, alles gigantisch. Wenn du dann auf der Brücke bist und da runter guckst, oder nach vorne oder nach hinten, also das ist wirklich so beeindruckend. Und ich war ja wirklich schon auf so ein paar Containerschiffen, 330 Meter, 360 Meter, aber die 400 Meter, das ist dann doch noch mal eine andere Hausnummer. Erstanlauf oder? Nee. Nix Erstes. Weil die viele Leute am Fotografieren sind, auch hier runter. Ja, wahrscheinlich, weil Sonntag ist und es mal ausnahmsweise nicht regnet. Ja. Michaela fragt, ob es in Finkenwerder einen Wohnmobilstellplatz gibt. Michaela, Ja. das gibt es hier? Ja. Gibt es hier? Wie lange? Aber ich würde das einfach mal googeln, weil ich glaube, sowas wie Wohnmobilstellplätze findet man auch sehr gut über Google Maps. Aber soll es auf jeden Fall geben. Ja. Gibt einmal drüben beim Leuchtturmwärterhaus hier beim Lotsenhaus, kann man Wohnmobil hinstellen. Ja. Und wenn das nicht zu lang ist, am Wochenende auch hier Hier am Wendehammer? im Wendehammer. Ja. Wenn das nicht zu lang ist. Und ansonsten muss man ein bisschen rechts reinrücken auf der Zufallsstraße. Ah, okay. Und da gibt es auch keine Tickets dann. Was ja ganz lustig ist, auf Google Maps ist ja dieser Parkplatz da vorne. Der war ja immer, der war glaube ich bis letztes Jahr, stand da irgendwie Parkplatz Rüschpark oder so. Mittlerweile steht bei Google Maps Poser Parkplatz. Ja. Weil da abends natürlich sich immer die Jugendlichen Und er treffen Kreise dreht. und da ihre Kreise drehen. Also müsst ihr mal, sucht mal bei Google Maps nach Finkenwerder Poser Parkplatz. Weil ich wohne hier 150 Meter entfernt im Feld und ich höre das ja abends immer. Und ich kriege das ja auch mit auf dem Parkplatz, wenn die da beim Tennisplatz mal wieder poppen. Ja, Wir sind hier live, du musst aufpassen, was du sagst. das macht nichts. Ist nicht ab Kann 18, ruhig jeder hören. ist aber nicht ab 18 gekennzeichnet, der Stream. Ach so. Ja, die Leute sollen ja auch nicht nach 22 Uhr rausgehen, da haben Ja. keine kleinen Kinder was draußen zu suchen. Genau. Das passiert ja erst nach Mitternacht. Manuela schickt nochmal 5 Euro. Herzlichen Dank dafür. Und DJ Sven Kinder ist jetzt auch seit 3 Monaten auf dem Fischmarkt. Und dann habe ich gerade hier nochmal die Frage gelesen. Es sind ja einige dann auch später reingekommen, wer denn bei mir ist. Bei mir ist die Britta von Brittas Hafen Podcast, wo Tanja und ich vor einigen, ja, ich weiß nicht genau, es müssen bestimmt 6 bis 8 Wochen muss es schon her sein, ne? November, würde ich sagen. November, ja. Also bestimmt 2 Monate waren wir da zu Gast. Und seitdem sind wir auch natürlich so ein bisschen locker in Kontakt. Und heute hat Britta gesagt, du, ich komme einfach mal vorbei. Sonntag, ich habe nichts vor. Ich habe Lust, mir auch die Berlin Express anzuschauen. Und deshalb ist Britta jetzt hier ein bisschen mit dabei. Mr. Bindi Lindi, ganz lieben Dank auch nochmal für eine verschenkte Mitgliedschaft. Und jetzt sieht man sogar schon das Zeichen vorne. Auf Das dem- Hamburg-Wappen. Genau. Ach, das ist das Schönste an den Schiffen, oder? Also, Oh, das war auch an der Alles Gdansk das Neue. Express, alles so neu, Ja, ne? Alles das glaub ich. alles noch nicht verkratzt, keine Rallye-Streifen dran. ja. Na, die Berlin Express ist ja jetzt mittlerweile seit September 23. Nee, also September 23 hatte sie ihren Erstanlauf in Hamburg. Das heißt, sie ist ja schon ein paar Monate vorher zu ihrer ersten Tour gestartet. Also das heißt, mittlerweile ist die seit über einem Jahr, ja weit über ein Jahr, auf den Meeren unterwegs. Ja. Ich finde das auch total beeindruckend. Ich war mal auf der Evelyn Maersk, auch auf der Brücke und im Maschinenraum. Und es ist einfach alles gigantisch. Der Maschinenraum ist so riesig. Das ist einfach unvorstellbar. Alles harmlos. Du musst mal das Öl angucken.
Das ist wie Beton. Du musst erst mal auf 150 Grad hochheizen, damit das überhaupt fließfähig ist. Ja, die Zylinder von den großen Maschinen haben ja teilweise einen Durchmesser von rund 1 Meter. Ja. Da kannst du drin stehen. Ja. Und dann 80 Mal oder 100 Mal auf und ab gehen pro Minute. DJ Sven Kinder verschenkt auch noch eine Mitgliedschaft. Dankeschön. Nico fragt, ob in Hamburg Hochwasser ist. Ja, in der Tat. Also man sieht das ganz gut. Es ist nämlich hier so ein bisschen, vielleicht kann ich da mal ganz schnell drauf schwenken. Es ist nämlich heute so ein bisschen Treibgut hier in der Elbe. Und eben als ich aufgebaut habe, ist es halt noch im Bild nach rechts getrieben alles. Dann kurz vor Streamstart, ja, hat sich gar nicht mehr bewegt. Und jetzt haben wir seit kurzem, denke mal seit einer Viertelstunde oder maximal einer halben Stunde, haben wir jetzt Ebbe und das Wasser läuft wieder ab. Aber ist natürlich noch sehr hoch, also sehr viel ist da noch nicht abgelaufen. Aber satt befahren. Carmen fragt, ob ich meine Hapag-Lloyd-Fahne dabei habe. Nee, leider nicht. Torben hat mir ja letztes Jahr zum Geburtstag eine Hapag-Lloyd-Flagge geschenkt. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Und die habe ich jetzt aber mit auf Deck 7 genommen. Die hatte ich nämlich gestern mitgenommen, damit wir die vielleicht als Deko auf Deck 7 aufhängen können. Und jetzt kann ich nicht hier mit der Hapag-Lloyd-Flagge winken, so wie Brigitte mit ihrer AIDA-Flagge. Ich habe auch keine Flagge dabei. Obwohl, Dann kannst du irgendwann- fliegen, dann hast du auch eine Fahne. irgendwann habe ich mich auch schon mal hier zum Affen gemacht mit Flagge und allem drum und dran und nichts ist passiert. Keiner hat's gesehen. Im Hintergrund Blankenese. Was für ein Schuhkarton. Trotzdem finde ich, dass diese Containerschiffe eine gewisse Ästhetik haben. Vielleicht liegt das aber auch daran, weil ich so ein Faible habe für Linien. Und wahrscheinlich ist das einfach dieser Tetris-Effekt. Ich finde es einfach gigantisch, wie so ein Riesenschiff jetzt hier Aber viele leere reinfahren Container kann. drauf. Ne? Weil ganz ehrlich, ich würde das Ding mit 24.000 Containern vollpacken und das wird nie wieder aus dem Hamburger Hafen auslaufen. Wenn die mit keine 24.000 kleinen Container draufkriegen, die voll beladen sind. Tadis schlägt vor, wir sollen mit dem Taschentuch winken. Vielleicht nehmen wir das Taschentuch lieber, damit ich mal meine Nase putze. Ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Ich sage immer, die große Containerlüge. Achtung, Nase zuhalten. Das Schöne ist, dass diese Schiffe immer noch unter deutscher Flagge fahren. Und damit gehört die Hamburg Express-Klasse, also nicht gehört, sondern ist die Klasse der größten deutschen Containerschiffe, also die unter deutscher Flagge fahren. Hat 23.664 Toy, glaube ich. Länge von 400 Metern, 61 Meter breit. Es ist purer Gigantismus. Die Ankerketten haben über 300 Meter. Ich hatte die Zahlen mal. Propeller hatten einen Durchmesser von 10 Metern. Ich hatte auch mal die Zahl, was die Anker wiegen. Ich meine über 20 Tonnen ein Anker. Das ist der Propeller, 120 Tonnen. Der wird in Brandenburg gegossen. Back to Basic. Herzlich willkommen bei unserem Kanal, neues Fischmarktmitglied und Obelix auf der Speicherstadt. Dankeschön. Remo fragt, ob alle Hapag-Lloyd-Schiffe weiße Ankerketten bekommen haben. Also, die Ankerketten selbst sind gar nicht weiß. Also zumindest nicht komplett weiß. Das glaube ich nicht. Also da darf mich Torben gerne berichtigen, wenn er noch da ist. Ich glaube, das ist nur der Anfang von der Ankerkette, der weiß ist. Einfach, dass wenn man
Ja, wenn man dann runterguckt, wenn man den Anker runterlässt oder wieder raufholt, es gibt ja auch farbliche Markierungen an der Ankerkette. Einige Schäkel, die sind dann farblich markiert. Und ich meine, es ist nur der Anfang von der Ankerkette, der weiß ist. Alle 25 Meter einmal weiß einchecken. Barbara, ganz lieben Dank. Auch nochmal 5 Mitgliedschaften. Und Torben hat nochmal die Info, Propeller wiegt ca. 102 Tonnen. Wahnsinn. Ja, und wie viele Menschen jetzt auch schon wieder dabei sind, dafür zu sagen, dass das Schiff wirklich gut hier nach Hamburg kommt. Die Schlepperfahrer, der Lotse oder die Lotsin oder alle, die da mit beteiligt sind. Und jeder hat eine wichtige Rolle. Jeder ist wichtig. Die Festmacher nachher. Alle, ohne jeden Einzelnen geht es eben nicht. Und das ist so faszinierend, wenn man so ein Schiff hier reinfahren sieht. Die lagern ihre leeren Container nicht mehr an Land, sondern auf ihren Schiffen. Weil die Landlagerung zu teuer ist. So, und da geht auch der Schleppdraht runter, wobei ein Draht ist es ja nicht. Also beziehungsweise es geht erstmal eine Leine runter, dann wird der Schleppdraht vom Schlepper hochgezogen. Und auch da sieht man wieder oben an Deck die Crew, die da arbeitet. Also ich glaube, dieses Hamburg-Wappen, ich glaube, das ist 3 Meter oder so hoch. Boah. Könnte ich mir auch vorstellen, jetzt, wenn man so den Größenvergleich hat zu den Menschen, könnte ich mir, also so, ich glaube, so 3 Meter könnten ungefähr hinkommen. Weiß das jemand zufällig genau? 4 Meter. Guck mal, Torben hat nochmal die Info. Alle 27,5 Meter wird ein Schäkel farblich markiert. Hatte Torben auch noch was zu dem weißen Teil geschrieben. Ihr habt es bestimmt gesehen, es ist wieder zu viel. Kamera und Chat lesen. Ich will euch jetzt hier gerne die Bilder zeigen, wie der Schlepper festmacht. Das ist nämlich das Schöne hier am Rüschpark. Am Bubendeiufer ist das alles schon gegessen, wenn die kommen. Super, ich habe auch wieder vergessen, Fotos zu machen. Mal gucken, ob ich mal schnell wenigstens eins hinkriege. Wäre noch ein bisschen schöner, wenn die Sonne jetzt mal rauskommt. Ne? Oh nein, jetzt ist die Kamera auch komplett falsch eingestellt, hier auf Nachtbetrieb noch. Da kann man nicht alles haben. Nee, das stimmt, da kann man nicht alles haben. Immerhin schon mal trocken. Gut, dass wir eine zweite Kamera haben. Also ich finde es wirklich einen tollen Platz hier am Rüschpark. Ist super zum Gucken, oder? Super. Und wie schnell das jetzt. Erst haben wir so lange gewartet, jetzt Ja, geht und das hier jetzt, so schnell vorbei. jetzt geht das rucki zu. Das ist echt immer so schade. So schade ist das. Andreas Westphal nochmal mit 5 Mitgliedschaften. Herzlichen Dank, Andreas. Dann kommen nochmal 5 Euro per PayPal. Leider sehe ich hier nur anonym. Trotzdem ein ganz dickes Dankeschön. Und die Fluggesellschafter sind mit ihrem Stream wohl fertig. Raiden rüber mit 132 Raidern. Herzlich willkommen, ihr lieben Fluggesellschafter. Euch muss ich ja bestimmt nicht extra begrüßen. Ihr wisst ja, was wir hier tun. Unser quasi. Ja, früher hatte man eine Brieffreundschaft, heute hatte man eine Kanalfreundschaft. Und die haben wir mit Fluggesellschaft. Hier der Schlepper an der sogenannten Springklüse.
Oder hat aber schon einer Spaghetti mit den Leinen gemacht? Also wirklich sehr eindrucksvoll hier. Leider dann, wie du schon sagst, sehr schnell vorbei. Madame Parker lässt auch noch mal 5 Mitgliedschaften da. Herzlichen Dank. Und DJ Sven Kinder verschenken noch mal eine Mitgliedschaft. Ganz, ganz lieben Dank, ihr beiden. Ja, Aber es kommt ja gleich noch einer. kommt gleich noch einer. Die APL Raffles. Ach, war das schön. Wunderbar. Chrissy fragt, ob ich auch das Auslaufen zeige, wenn sie wieder abfährt. Ist immer alles abhängig vom Wetter und der Uhrzeit. Ihr wisst ja, die Containerschiffe, die halten sich nicht an die Schlafenszeiten der Durchschnittsbevölkerung. Das heißt, so ein Schiff geht auch gerne mal nachts um 3, 4, 5 Uhr raus und auch bei strömendem Regen. Allein wie hoch die Container gestapelt sind. Es das ist Wahnsinn. Und jeder Container hat eine Höhe, glaube ich, von 2,45 Meter oder so. Also knapp 2,50 Meter. Also Standard-Container 8 Fuß 6, High Cubes 9 Fuß 6. Genau. Genau. Also wir sprechen hier über eine Höhe von, also ich weiß nicht, von einer Wasserlinie bis zur obersten Containerreihe. Was haben wir da? 50 Meter oder so? Ich glaube mehr. Also ich weiß, Brücke oben und das Peildeck, da sind wir schon bei über 60 Metern. Also auf jeden Fall irgendwas so mit zwischen 50 und 65 Metern. Ach, guck mal, Brigitte ist auch im Chat. Brigitte guckt auch zu, wenn es keine AIDA gibt. Ach, wie schön. Ist das denn schon die APL da? Ich weiß es nicht. Ich guck mal Das sind nach. 2 Schiffe, oder? Das ist eine kleine und dahinter, glaube ich, die APL. Kann das sein? Ich guck mal schnell. HH080 fragt, ob er unter der Kühlbornbrücke durchpasst. Nein, also die Berlin Express definitiv nicht. Ja. Ja, ist jetzt vor Falkensteiner Ufer, steht hier. Sind 2, ne? Aber ja, dazwischen. Also das hintere müsste die APL schon sein. Ich bleibe aber noch ein bisschen auf der Berlin Express und mit der APL warten wir, Ja. bis wir die wirklich richtig schön sehen. Torben meint, es müssten so knapp 63 Meter von der Wasserlinie bis zur Brücke sein. Aha. Ja. Mario schreibt, ein Jammer, dass es bald vorbei ist mit Hapag-Lloyd und Hamburg. Ja, ganz so schlimm ist es natürlich nicht. Das betrifft ja jetzt erstmal nur die Hamburg-Express-Klasse.
Hapag-Lloyd hat ja noch ganz, ganz viele andere Schiffe. Genau. Die werden weiterhin Hamburg anlaufen. Und Hapag-Lloyd hat ja auch wieder 24 neue Dampfer bestellt. Also Genau. irgendwo müssen die hier alle hin. Und Ja. da wird auch weiterhin einiges nach Hamburg kommen. Das Unix schreibt Moin und lässt ein Sub da. Dankeschön. Und 2 Euro Superchat von Transport Till. Oh, Transport Till hat heute Geburtstag. Ich glaube, wir haben auch noch andere Geburtstagskinder. Zumindest war gestern irgendwie die Rede davon, dass wir heute einige haben. Dann sage ich auf jeden Fall mal Till, herzlichen Glückwunsch, aber auch alle anderen Geburtstagskinder. Happy Birthday. Ja, und auch von mir herzlichen Glückwunsch natürlich. Ja, die Berlin Express geht jetzt zum Burchardkai. Das heißt, die wird gleich da vorne gedreht und dann rückwärts nach Waltershof rein. Die APL, denke ich mal, geht zum Eurogate. Ich glaube, APL ist Eurogate-Kunde. Tippe ich auch. Also das geht Schlag auf Schlag. Genau. Die hätte sich ja auch noch ein bisschen Zeit lassen können, die APL. Ja, einige von euch schreiben auch, es sieht immer so aus, als ob die äußeren Reihen bald kippen. Da ist noch mal so ein bisschen Platz zwischen die äußeren Containerreihen. Ja, das stimmt. Das sieht in der Tat immer so ein bisschen komisch aus. Der Lego-Baumeister in mir würde jetzt auch einen Stein irgendwie quersetzen obendrauf, damit das alles fixiert ist. Die Frage kommt auch sehr häufig. Befestigt werden die Container mit sogenannten Twistlocks. Das sind so Schnappverschlüsse, konische, die in jede Ecke von einem Container kommen. Zumindest alle, die über Deck stehen. Unter Deck sind da keine Twistlocks drin. Und zusätzlich werden dann die Container, zumindest die in den unteren Lagen, mit sogenannten Laschstangen befestigt. Und wenn ihr hier mal genau hinguckt jetzt, seht ihr, dass da an einigen Containern so so X-förmige Stangen sind. Das sind diese sogenannten Laschstangen. Und was man hier auch sehr schön sieht, ist diese sogenannte Laschbrücke. Das ist quasi dieses Konstrukt, dieses Stahlkonstrukt jetzt hinten an den Containern, und von dieser Laschbrücke aus oder an der Laschbrücke, da werden dann die Laschstangen befestigt, und auf diese Laschbrücke, da kann man dann halt auch drauf gehen, beziehungsweise da können die Lascher dann drauf und die Laststangen befestigen. Ja, und im unteren Laderaum sind so Cell Guides, also so eine Art Regalsystem, wo man die Container reinstellt und dadurch können die nicht hin und her rutschen. Genau, Und Cell deswegen Guides braucht heißen man- die, sind im Prinzip so Führungsschienen. Genau, und deswegen braucht man unter Deck eben keine Twistlocks dazwischen und nur an Deck. Dazwischen ist dann noch ein Lukendeckel. Genau. Wird bei den meisten Containerschiffen auch mit dem Kran an Land gehoben, aber so bei den kleineren Fiedern sieht man es hin und wieder auch mal, dass die einen hydraulischen Lukendeckel haben und den selber oder selbstständig aufmachen können. Ja. Hier sieht man auch sehr schön den Größenvergleich zu einer Hafenfähre. Wer schon mal damit gefahren ist, der weiß, dass auch die Hafenfähren relativ groß sind. Ich glaube, die haben normalerweise passen da 250 Leute drauf. Und wirkt so klein neben dem Containerschiff. Hattest du eigentlich schon mal einen Lotsen zu Gast bei dir? Ja, ganz Auch am Anfang. Ganz am Anfang. Vielleicht Folge 10 bis 15 irgendwie dazwischen.
Wurden sogar 2 Folgen mit lauter Fragen. Den habe ich zum Beispiel gefragt, wo muss man das Ruder einschlagen, wenn man nach Altenwerder abbiegen möchte? Ach, wie viel vorher? Wie viel vorher? Also, interessante Frage. Das fand ich total spannend. Also, es liegt natürlich daran, was für ein Schiff das ist, welche Größe Ja. und so weiter. Aber trotzdem schon sehr viel früher, als ich gedacht habe. Weißt du es noch in etwa genau, wie viel früher? Ich glaube, da bei Uwe Gönne schon. Also noch vorher irgendwie. Müsste ich jetzt selber noch mal nachhören, aber es war wirklich schon, ja, da muss man sich das dann schon überlegen. Und es liegt natürlich immer an der Strömung, an dem Wind und so weiter. Da gibt es 100 Faktoren, die so ein Lotse alles beachten muss. War auf jeden Fall auch sehr spannend, von dem zu hören, wie es geht. Hier haben wir noch die Manners. Ein Tanker. Und dann kommt auch gleich schon die APL, das nächste Dickschiff. Die Fähre macht einen großen Bogen, fährt hinten rum. Monsi ist im 3. Monat bei Twitch dabei. Monsi, ganz lieben Dank. Und hinten der schöne alte Saturnus-Schlepper, Baujahr 1978. Nicole ist seit 8 Monaten dabei. Herzlichen Dank, Nicole. Also wir sind natürlich hier echt ein bisschen Fairplay verstrahlt auf dem Kanal, das hast du ja vielleicht schon gemerkt. Aber ich muss gestehen, den Saturnus, den mag ich auch sehr gerne, diesen alten Schlepper. Ich mag Schlepper generell, aber Fairplay finde ich auch toll. Und die hatte ich ja auch schon auf dem Podcast. Stimmt, du hattest nicht nur den Conny. von einer Einsatzplanung hattest du jemanden, oder? Wer war das nochmal? 2 Folgen waren das, ne? Ja, das war nicht die Einsatzplanung, das war einer der Manager. Ah, okay. Ja, von Resenhöft. Wulf von Resenhöft. Und eine Folge geht über die Geschichte. Die Geschichte von Fairplay ist ja wirklich auch sehr beeindruckend, sehr spannend. Mit Lucy von Borchardt, Lucy Borchardt, die eine sehr große Rolle spielt natürlich. Und dann eine Folge über, wie geht das auf dem Schlepper, wie arbeitet man da, welche Arbeitszeiten hat man, wie lange hat man frei, wie lange ist man an Bord und so weiter. Ich fand vor allem die Folge mit der Geschichte von Fairplay toll. Ja. Die war sehr, sehr interessant. Ich fand das auch toll. Und wenn es eine Frau geben würde, die ich wirklich so mit einer Zeitmaschine besuchen wollen würde, dann wäre das wirklich Lucy Borchardt. Die muss ja so eine Stärke gehabt haben. Die musste ja flüchten nach England. Genau, sie war Lehrerin, ne? Und hat das, als ihr Mann verstorben war, komplett übernommen und hat dann die Fairplay-Reederei betreut, alles gemanagt da. Und das in einer Zeit, wo die Nazis dann regiert haben. Und sie ist dann geflüchtet nach England zum Schluss und hat aber vorher noch Ausbildung auf den Schiffen für jüdische Mitbürger gemacht, die dann auf den Schiffen letztendlich auch nach Israel oder durch diese Ausbildung nach Israel konnten, weil sie da nur einreisen konnten, wenn sie eine Ausbildung hatten. Also, und ich glaube, sie ist aber nie nach Deutschland zurückgekehrt, oder? Niemals, nee. Und die Borchardt sind aber bis heute, glaube ich, Eigentümerfamilie, ne? Oder? Ich denke schon. Also ich meine, ich hätte da mal letztens was aufgeschnappt, dass die bis heute die Eigentümerfamilie bei Fairplay sind. So, Blankenese wird ein bisschen eingenebelt. Der Scrubber auf der APL ist ordentlich zugange. Sieht immer wild aus, wenn da so viel Rauch rauskommt. Aber der weiße Rauch ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass da ein sogenannter Scrubber zugange ist. Das ist eine Abgaswaschanlage und da wird halt im Prinzip Flüssigkeit in die Abgase gespritzt. Das Ganze verdampft und dadurch gibt es dann diesen weißen Rauch, der nicht bedeutet, dass wir einen neuen Papst haben. Ja, einige Schiffe sind da echt heftig, also die hauen ordentlich
Dampf raus. Eine Frage. Der APL, ist das ein ehemaliger CMA? Weil von der Bauform. Das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ja, genau, Moritz, da kommt ein Dampfschiff. So kann man es auch ausdrücken. Ah, Andreas weiß es. APL ist eine Tochtergesellschaft von CMA CGM. Deshalb die ähnliche Farbgebung. Aber gleich Stau auf der Elbe. Ja, die können sich gleich ein bisschen Zeit lassen, obwohl der Berlin Express steht schon fast quer. Das geht sich ganz gut aus. Ah, das ist das Schöne an dem Standort. Man kann wieder sehen, wie der Schlepper festmacht. Das ist echt immer eindrucksvoll, wie die da unter den Bug fahren. Ja. Bist du eigentlich mal mitgefahren auf einem Schlepper? Ja. Ist toll, oder? Ach, fantastisch. Echt fantastisch. Wir haben also ich war dabei, wie ein Massengutfrachter abgeholt wurde an den Finkenwerder Pfählen und dann zu ADM gezogen wurde. Mhm. Also toll. Total spannend, wie dicht man da ranfährt mit so einem Schlepper an das Schiff und wie riesig diese Bordwand dann vor einem erscheint. Die Perspektive ist, wenn man da vorne auf dem Schlepper steht, ist sie einfach total Ja. überwältigend. Das ist doch mal ein schönes Bild auf der anderen Seite. Und das sagen ja auch die Schlepperfahrer immer, dass es genau entgegengesetzt ist dem, was man immer lernt. Immer Abstand halten zum Schiff und immer vorsichtig sein, dass man nicht zu dicht rankommt. Und mit dem Schlepper muss man eben richtig doll ranfahren. Das ist schon echt Der Schlepper geht auf Kollisionskurs. Wolltest du auch noch ein Foto machen? Ach, ich bin jetzt so im Filmflow gerade. Nicht, dass du hinterher wieder sagst, oh, hab ich vergessen. Boah, guck dir das mal an in dem Bild.
Wie der Wulstbug da hinter dem Schlepper. Die Bilder, die du machst, sind einfach Also, fantastisch. da muss der sich aber auch echt, glaube ich, konzentrieren, der Captain. Wie dicht das zusammen ist. Wahnsinn. Ja. Da, jetzt geht der Schleppdraht hoch. Oh. Also ich hoffe, ihr liebt diese Close-Up-Aufnahmen genauso sehr wie ich. Ich habe es ja vorhin schon mal zu dir gesagt. Ich finde das einfach irre, was für eine gute Qualität von Bildern Hamm-Karten live macht und wie diese ganzen Details gezeigt werden. Bin totaler Fan. Ja, ich bin jetzt leider gerade komplett aus dem Chat raus, aber ich hoffe, ihr habt da Verständnis. Auf Kamera konzentrieren ist jetzt wichtig. Wenn man sich dann überlegt, dass auf diesen riesigen Schiffen nur 20, 25 Leute arbeiten, Ja, Wahnsinn, oder? das ist einfach unglaublich. So, jetzt mache ich mal den schnellen Schwenk rüber, denn wir haben da hinten ja auch noch was. Die Berlin Express. Rea Strickliesel lässt 100 Bits da. Ganz lieben Dank, Rea. Und Montafon verschenkt eine Mitgliedschaft. Danke, Montafon. Transport Till bedankt sich nochmal für das Geburtstagshorn mit 2 Euro Superchat. Ganz lieben Dank und feiern noch kräftig. Und Andi, der Sattelschlepper, nochmal mit 5 Schweizer Franken. Sagt, schade nur, heute kein Fairplay-Job. Ja, heute leider kein Fairplay-Job. Also zumindest nicht hier direkt vor der Kamera. Ich denke, die haben auch was zu tun, aber das, ja, wenn wir es uns aussuchen könnten, würden wir natürlich auch gerne immer Fairplay gucken. Wobei die Boluda-Jungs das natürlich genauso gut machen, aber mit Fairplay haben wir natürlich immer noch ein bisschen mehr Spaß. Die hauen dann doch immer gerne noch mal eine kleine Pirouette raus. Ja, meinst du, dass ihr das nochmal machen könnt, dass Sie einen Stream vom Schlepper machen können? Irgendwann? Haben wir doch schon. Ja, habe ich schon mal gemacht, aber könnt ihr jeden Tag gucken. Ja, ja, könnte ich auch ständig. Könnte ich auch ständig gucken. Also fand ich sehr, sehr spannend. Guck mal, heute steht der Wind hinten am Kraftwerk bei der Elbphilharmonie wieder besonders schön. Von hier sieht das immer so aus, als ob die Elbphilharmonie gerade abraucht. Ja, das stimmt. TV-Pet, herzlich willkommen, Dankeschön für deine Fischmarkt-Mitgliedschaft. Ach, guck, da haben wir noch mal die Hapag-Lloyd-Fähre mit im Bild. Malte ist da, unser Kanalsteurer. Malte, den könntest du mal in deinen Podcast holen. Kanalsteurer vom NOK. Ja. Also das wäre, also Das würde ich will dir nichts aufdrängen, aber Gerne. Kanalsteurer ist ein interessanter Beruf, weil die ja, wie gesagt, im Nordostseekanal, das weißt du ja wahrscheinlich, extra jemanden zum Steuern haben. Und Genau. Malte, der streamt auch ab und zu.
Aha. Ja, der hat auch einen Kanal, der Kanalsteurer. Und Der Kanal heißt der Kanalsteurer? ja. Ja. Und Ja, Malte, könnt ihr mir vorstellen, dass der auch mal ein melde dich gern. Podcast-Gast wäre? Ja, bin ich sehr interessiert. Können wir gerne mal drüber sprechen. Nordostseekanal gab es ja neulich auch einen ganz tollen Film auf dem NDR mit den ganzen Ja, habe ich auch Lotsen gesehen. auf dem Nordostseekanal. Da war ja auch die Stimmt, die Lotsin, Lotsin war dabei, ne? Miriam Schlüter, die dort als einzige Lotsin arbeitet. Überhaupt gibt es im Moment ja super schöne Filme vom NDR. Was die hier. Die hauen ja jede Woche raus, oder? So Also auch toll im der Moment über den Fernsehen Hamburger gucken. Hafen, der lief, glaube ich, kurz vor Silvester, ne? Also der war auch echt super schön. Ja. Ja. Also NDR muss ich auch sagen, Hut ab. Die machen wirklich einen guten Job, was so Hafendokus angeht. Ja. Tolle Bilder, tolle Ja. Infos. Und ich höre ja auch gerne das Hafenkonzert. Das gibt es ja einmal morgens sonntags um 6, aber es wird ja abends nochmal wiederholt und man kann es auch als Podcast hören. Das höre ich eben auch gerne. Das kenne ich gar nicht. Ist es so... Die älteste Radiosendung, die es gibt. Nee, kenne ich gar nicht. Das Hafenkonzert? Ja. Echt? Ja, da oute ich mich wieder als Quitsche. Ja. Da gibt es auch immer tolle Themen, tolle Reportagen, tolle Sachen. TV Pet, ganz lieben Dank. Nochmal 5 verschenkte Mitgliedschaften. Dankeschön. Heute Abend wollen wir noch das Auslaufen der MSC Preziosa zeigen. Wann ist das ungefähr? Also meine letzte Info war 20 Uhr. Gucke noch mal. Von Deck 7? Ja, das machen wir von Deck 7. Schön aus dem Warmen. Und Ja, aber wenn die Fenster auf haben. ja, ist ja also auch wir haben nicht da ja so trotzdem warm. eine Jacke Also an, trotzdem Jacke aber an und so, ne? du bist natürlich etwas wettergeschützter. Also im Moment geht's. Wir haben jetzt heute auch kaum Wind. Aber wenn es ein bisschen windig ist, dann merkst du den Unterschied schon. Matze schickt nochmal 2 Euro und er hat heute das Hamburg Hafen Live-Menü. Salat, Pizza, Limo und Stream. Ja, schön. Anja fragt, wo die Preziosa liegt. Ja, erfahrungsgemäß liegt die eigentlich immer in Steinwerder. Ja. Ne? Die noch nie woanders gesehen. Schön an der Preziosa ist immer, die dreht meistens. Die parkt meistens vorwärts ein und muss dann abends beim Ablegen immer noch mal drehen. Dann hat man einen Moment länger was davon. Ja, Titus schreibt Heizung an und Fenster auf. Nee, also wir sind schon immerhin so schlau, dass wir die Heizung runterdrehen. Die werden auch sonst richtig heiß. Also wenn du da ein Thermostat dran hast, das misst ja immer die Umgebungstemperatur. Und ich habe einmal tatsächlich vergessen, die Heizung auszumachen. Wenn du dann das Fenster aufhast und draußen irgendwie 0 Grad sind, ist die Heizung irgendwann so heiß, weil sie natürlich versucht, dagegen anzuheizen. Oh Leute, was ist denn heute hier schon wieder los bei euch? Mensch, ganz, ganz dickes Dankeschön. Der Hessenblitz haut auch noch mal 5 Mitgliedschaften raus. Danke. Ach, guck mal, kommt da die Finkenwerder? Also frontal sehen die neuen Hafenfähren aber auch irgendwie cool aus. Ja, jetzt ist sie leider schon ein bisschen abgedreht, fährt zum Bugenderufer. Aber ich glaube, wenn die so ganz gerade auf dich zufährt, sieht das auch ganz cool aus. Oh, was für ein Bild. Was für ein Bild. Wow! Was war da denn los? Boah, die hätten sich ja beinahe berührt, die Lotsen.
Oh, ganz an. Oder die machen nur Spielkram. Ja, ich glaube auch. Ja, er muss, wenn es fällt, einfach streicheln. Oder die wollen einfach ein bisschen Aufmerksamkeit. Vielleicht wollten sie von dir gefilmt Meinst du, die werden. wollen einmal hier... Clever Ballett. Also aber hier aus meiner Perspektive sah das echt so aus, als ob die sich berühren. Das täuscht wahrscheinlich. Nee, ich schätze mal, das waren vielleicht 5, 6 Meter. Ja. Also das war nicht viel. Noch ein Lotsenbarkassenballett. Ja. Ja, die haben jetzt ihre Jobs erledigt und wollen noch ein bisschen spielen. Spaß haben. Genau. Genau. Zum Kerzen und Kuchen. Das verkehrt wie Geschmack. Birgit, seit 2 Monaten dabei. Danke, Birgit. Man hört. Lotse 2, Caterpillar-Motor. Ventile klappern. Lotse 1 hast du das dunkle Dröhnen, das ist eine MTU-Maschine. Kyro fragt nochmal, wo wir stehen. Am Rüschpark. Lässt sich eigentlich ganz gut googeln. Rüschpark. Gibt auch einen Ein Fähranleger. wunderbarer Ort. Total schön. Also hier. quasi gegenüber von Teufelsbrück. Lotse 1 lässt nochmal einen Gruß da. Ob der uns jetzt galt? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, genau, auf jeden Fall. Auf jeden Fall für Hamburg Hafen Live hat er gebucht. Die fahren Hochgeschwindigkeit. Ja, jetzt kommen noch so ein paar Tröpfchen runter. Aber das meiste ist ja auch durch. Jetzt wird die APL gleich gedreht. Berlin Express haben sie schon reingezogen. Die wird jetzt festgemacht langsam. Grüße aus Sachsen kommen vom Horst, der seit 10 Monaten dabei ist. Dankeschön. Schwester Hansen fragt, wo eigentlich die Polizei ist. Ja, das ist eine gute Frage. Wo ist eigentlich die Polizei? Da ist sie doch, oder? Da, das müsste die Polizei sein. Da, für Schwester Hansen. Brigitte, ganz lieben Dank. 2 Euro Superchat. Ja, es zieht sich so langsam zu, oder? Ich habe das Gefühl, dass hier gleich
Die Sonne ist auch weg. Die Sonne ist weg, also es wird irgendwie so wettermäßig. Ich weiß nicht, ob wir gleich flüchten müssen oder zumindest mal den Schirm nehmen. Soll ich mal für deine Geräte? Nee, im Moment geht das noch. Also momentan, ich habe ja hier dieses Cape. Okay. Das geht eigentlich ganz gut. Aber wenn das mehr wird, dann müssen wir mal gucken. Aber es wäre egal. Der Stream ist ja, würde ich sagen, zu 95% gut durchgelaufen. Genau. Ich könnte jeden Tag hier stehen und Schiffe gucken. Das Schöne hier im Rischpark ist auch hier mit den Bänken und so. Also hier kann man richtig schön Picknick machen. Mhm. Ja. Naja, ach, der Regen vertreibt aber wenigstens andere Besucher. Was sagt denn das Regenradar eigentlich? Mal drauf gucken, ob da irgendwas im Anflug ist. Nee, also eigentlich, also auf meinem Regenradar ist hier jetzt nicht mehr als dieser minimale Niesel. Aber man sieht es, glaube ich, auch am Bild. Es wird insgesamt die Sicht schlechter, das Bild ist nicht mehr ganz so klar. Zieht sich alles ein bisschen zu. Aber noch nicht so viel Nebel wie neulich in Papenburg. Immer noch tolles Ja, Bild. Timo schreibt diese Stille im Hintergrund plötzlich. Ja, Ach, ja. Naja, was willst du machen? Es ist halt einfach so, wenn man öffentlich irgendwo steht. da kann immer irgendjemand vorbeikommen. Ne? Ja, es ist einfach so. Ja, Schiff ist gleich positioniert und dann wird das wunderbar Die Welle rückwärts vor der reingezogen. Die Welle, ne? Die Fähre, ja, stimmt. Wow. Fähre. Wahnsinn. Boah, das wäre jetzt sowas für Zeitlupenaufnahme. Richtig cool. Und das sieht hier gar nicht so wellig aus. Ne? Nee, überhaupt nicht. Also der muss ist überhaupt irgendwie kein Wind. so... oder ist da gerade ein anderes Schiff lang gefahren, was die Welle gemacht hat? Habe ich nicht mitbekommen. Glenn, ganz lieben Dank für 2 € Superchat. Wie spät haben wir es denn eigentlich? Och, noch nicht mal 15 Uhr. Aber passt zeitlich ganz gut. Also die Berlin Express war für 15 Uhr angekündigt. Und Ja. ihr wisst das ja, wenn ihr irgendwo Zeiten findet in diesen sogenannten Segellisten, dann sind das immer die Zeiten, wo das Schiff wirklich fest ist. Und ja, jetzt irgendwann in der nächsten Viertelstunde, denke ich mal, wird die Berlin Express fest sein. Also das passte ganz gut. Und es verschiebt sich so oft. Es ist so selten, dass ein Schiff wirklich 2 Tage vorher schon sagt, wann es wirklich kommt. Berlin Express, unfassbar. Also die stand auf 14:30 Uhr mal, aber die halbe Stunde, das ist ja im Geschenkt. Rahmen der Messungenauigkeit. Normalerweise hast du immer noch mal eine Verschiebung drin. Das Doofe ist halt, da diese großen Schiffe immer an die Flut gebunden sind, hast du dann natürlich oft eine Verschiebung so um über den Daumen 12 Stunden und dann bist du plötzlich, ja, dann wären wir halt bei 3 Uhr nachts gewesen. Das wäre ganz schlecht gewesen. Ja. Das ist so ein bisschen anders wie bei der Kreuzfahrt. Bei der Kreuzfahrt sind die immer sehr genau an dem Tag auch wirklich da und bemühen sich dann wirklich morgens hier einzulaufen.
Und abends wieder auszulaufen. Aber Wobei die bei Zeiten am Containerschiffen- Cruise Gate ja auch oft nicht stimmen. Die Zeiten nicht, aber es kommt zumindest dann an den Morgen. Zumindest morgens, ja, Genau. das stimmt. Das Gute ist ja, sobald ein Schiff dann den Lotsen an der Elbmündung bekommen hat, dann kann man ja ganz gut hochrechnen. Genau. Also man hat ja da quasi immer so einen Vorlauf von 5, 6 Stunden und da weiß man dann ganz sicher, das Schiff kommt jetzt. Es kann sich dann noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde verschieben, je nachdem wie schnell es ist. Da kommt noch was Lüttes. Elfi fragt noch mal, wer bei mir ist. Das ist die Britta von Brittas Hafen Podcast. Die hat mich heute hier besucht. Und wenn du mal ein bisschen zurückspulst an den Anfang, vielleicht auch hinterher, da haben wir noch ein bisschen erzählt. Britta hat noch mal ein bisschen was über ihren Podcast erzählt. Und ja, heute machen wir hier ein bisschen gemeinsam Schiffe gucken. Genau, und wegen Kreuzfahrt, der Jörg Bjocka vom Cruise Gate, der war auch schon mal bei mir im Podcast. Ah, okay. Stimmt. Ich glaube, den habe ich auch gehört, den Podcast. Die Dolphin. Ja, Schiffe gucken geht eigentlich immer, ne? Und selbst die kleineren, wenn man so ein bisschen ranzoomt, haben die auch eine gewisse Faszination. Absolut. Aber ich mache noch mal den schnellen Turn zur APL. Genau, die wird da so schön Die reingedreht. sind nämlich gerade in der Drehung. Ja, aber hat schon wieder aufgehört mit dem Regen. Also das war wirklich nur so ein ganz bisschen Nieselpiesel. Das ist auch jedes Mal so faszinierend, wie die Schiffe genau da gedreht werden und da rückwärts reingezogen werden. Und wie schnell das vor allem Ja. geht. Das kann man ja immer total schön da am Strand, wenn man da sitzt, begucken. Jetzt zwar nicht gerade im Winter, aber so, sobald es wieder ein bisschen wärmer wird. Sven Kinder verschenkt noch eine Mitgliedschaft, danke. Also ich hatte heute tatsächlich auch überlegt, an den Elbstrand zu gehen. Ja? Aber die Wettervorhersage sah erst so aus, als ob es ein bisschen sonniger wird. Und dann dachte ich mir, sonntags bei Sonne am Elbstrand, Das ist voll. das ist richtig voll. Da hast du nicht nur einen, der da mal reinquatscht. Schön ist auch hinten in Waltershof der Standort, wenn man quasi am Ende ist. Zum Filmen muss ich immer so ein bisschen gucken, dass nach Möglichkeit ein Schiff wirklich bis hinten reingezogen wird. Also zum Beispiel die großen Maersk, die liegen oft am Eurogate ja ganz hinten drin. Das ist zum Film und für den Livestream auch immer sehr schön. Wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, an welchen Liegeplatz genau die Berlin Express geht, aber wenn das die vorderen sind, das ist ein bisschen weit weg dann.
Also zum Gucken finde ich das auch immer toll, wenn man da unter der Unterführung durchkommt. Und dann geht man ja da Ja. durch den Tunnel und dann kommt man da hoch. Und plötzlich hat man diese riesen Schiffswände direkt vor sich. Das ist ja auch das, was man immer von der Autobahn her sieht. Genau, das ist immer echt beeindruckend. Aber krass, dass sie das Schiff mal verlängert haben. Ja, Irgendeine Fähre, ich weiß gar nicht mehr welche das war, eine Nils Scantlines-Fähre, Peter Pan oder so? ja. Oder Nils Dacke, weiß ich Oder jetzt auch Nils nicht. Aber vielleicht auch Holgersson. Peter Pan. Haben sie auch mal verlängert. Da gab es ein Video drüber. Boah. Also wirklich, das Irre. ist ja so eine Maßarbeit. Ein Schiff auseinanderschneiden, Und dann ein Stück da rein. reinsetzen. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht diesen Film gesehen habt, diese Doku. War, glaube ich, auch NDR. Es war glaub eine ich auch. Scantlines-Fähre, die verlängert wurde. Wahnsinn. Ja. Vor allem diese ganzen, was da ja alles langläuft, Rohrleitungen, Kabel, alles Mögliche. Das schneiden die einmal durch und Ja. also wirklich. Also ein Schiff bauen, finde ich, ist ja schon eine Riesenleistung. Aber ich glaube, ein Schiff verlängern Ja. ist für meinen Gedanken oder für meinen Kopf ist das nochmal deutlich komplizierter. Aber ich gucke auch total gern solche Dokus. Ja. Krass, auch wie ruhig das jetzt plötzlich wieder ist. Anja hat es nochmal rausgesucht. Die Peter Pan war das. Und ihr habt noch einen Bulker entdeckt, der dahinter noch rausgeht. Schauen wir mal, ob wir den gleich noch zu Gesicht bekommen. Der müsste ja dann irgendwo, also wenn die APL weg ist, müsste ja der Bulker da irgendwo auftauchen. Ach du, da habe ich doch mal einen schnellen Snack. Möchtest du ein Brötchen? Dankeschön. Und der Lotse fährt auch schon wieder irgendwo hin. Deine Stimme wird übrigens gerade im Chat gelobt. Ja, vielen Dank. Ist ja auch nicht so schlecht, wenn man für einen Podcast auch eine angenehme Stimme Eine hat, einigermaßen oder? Stimme hat, ist von Vorteil. Ja. Ja, da kommt der Bulker und ihr seht, es ist ein wunderbares Grau in Grau. Poser-Parkplatz. Der Poser-Parkplatz. Ich weiß gar nicht, ob man es hören konnte. Da ist gerade. Ah, die Mikros nehmen unheimlich viel auf. Das kann Da schon brauchen wir es sein. nicht erklären. Also wer mit dem Auto hierher kommen möchte, sucht einfach bei Google Maps nach dem Poser-Parkplatz in Finkenwerder. Ja.
Ja, ach, das ist immer so ein bisschen schade, wenn sich das so zuzieht. Dann wird doch die Sicht deutlich geringer. Wobei, wenn ich jetzt zurückdenke, 2 Wochen mit dem ganzen Nebel oder Papenburg. Oh Gott. Ja. Papenburg. Ich würde sagen, da haben wir doch heute richtig gute Sicht. Jetzt ist sie gleich weg. Gleich da drin, die APL. Gleich ist sie verschwunden. Und dann kommt da noch ein Bulker. Den gucken wir uns noch an. Ich mag ja die Bulker, wenn die vorne so diesen bulligen Bug haben. Gucke ich mir unheimlich gerne an. Auch die von Nordic mit den Zähnen vorne immer, ne? Die finde ich auch immer klasse. Die haben immer vorne auf den Bug so eine Zahnreihe drauf gemalt. Die hatten wir mal in einem Stream, wo wir eine Hafenrundfahrt gemacht haben mit Elas. Da sind wir da direkt hinten im Hansaport vorbeigefahren. Ja. Holgi, ganz lieben Dank für 2 Euro Superchat. Mit Elas wird es auch noch einen Podcast geben. Ah, cool. Da ist ja der Kontakt Mit Klaus? über euch. Mit Klaus, genau. Oh, Klaus ist auch. Mit Klaus Elas. Ich kenne ihn aber noch Klaus ist so ein nur geschrieben. Sabbelkopf, aber im positiven Sinne. Im positiven, also Geschichtenerzähler. Aha. Klaus und Ben haben ja auf einer Barkassenfahrt die Show übernommen. Das Im war, Stream? Ja, Ach, dann muss ich mir das auch noch mal im Archiv angucken. das war wirklich sehr sehens- und hörenswert. Ja, bin ich sehr gespannt. Ich hatte ja den Leon da kennengelernt und der hat dann den Klaus gefragt. Und dann hat Klaus geantwortet und dann der ist aber jetzt erstmal weg und also im Urlaub und wenn der wiederkommt, dann machen wir das. Boah, jetzt zieht sich hier aber richtig zu. Hier schreibt jemand aus Stuttgart bei Sonne und 16 Grad. In Stuttgart? Na ja, gut, das ist ja südlich der Elbe, ist ja Norditalien. Ja, aber liebe Grüße nach Stuttgart, ne? Ja, 16 Grad ist aber ein bisschen frech. Holly Hamburg ist auch seit 10 Monaten dabei. Dankeschön. Er sagt, wir haben vom Tag das Beste weggenascht. Ja, eigentlich wäre das jetzt so der Punkt gewesen, wo ich sage, lass mal einen Deckel drauf machen. Aber ich glaube, diesen Bulker, den muss ich mir noch mal ein bisschen aus der Nähe angucken. Mag das einfach. Ja, so lange wird das ja nicht dauern. Bis Nein, 10 Minuten ist das auch durch. Moin. Moin. Also cool finde ich immer wieder die Möwen, die teilweise hier so direkt in die Kamera fliegen. Überhaupt wie viele Möwen mal daneben fliegen, wenn so ein Schiff einläuft. Aber da scheint es auch Zeiten zu geben, wo deutlich mehr Möwen unterwegs sind. Wegen mehr Fisch? Nee, aber es gibt so, also ich hatte Streams, da hast du wirklich hunderte Möwen, also da war richtig, richtig viel. Und jetzt zur kalten Jahreszeit habe ich das Gefühl, dass hier deutlich weniger Möwen unterwegs sind. Keine Ahnung, Möwen sind doch keine Möwen, die ziehen doch nicht irgendwie nach Süden, ne? Ich glaube auch nicht. Nein, Gibt ja hier genug Fischbrötchen. ja, aber trotzdem sind es irgendwie weniger. Andi, der Sattelschlepper, sagt, am Zürichsee sonnig bei 17 Grad. Oh, 5 Schweizer Franken. Ja, hier Thomas Fluggesellschaft, der war in Zürich. Der hat seit Mittwoch irgendwie durchgestreamt. Und ich habe da immer mal so reingesappt. Der macht ja so Planespotting. Immer Sonnenschein. Immer Sonnenschein. Ich dachte, gibt's doch nicht.
Aber es sei ihm gegönnt. Ja. Ja, und wir? Wie viel Grad haben wir denn hier? 2, 3? Sieht so ein bisschen aus, als ob sie aus dem Nebel kommt. Ja. Ja, bei Bullcarriern mit den Fahrplänen ist das ja was ganz anderes. Die fahren ja nicht im Linienverkehr, sondern in der Tramfahrt im Allgemeinen. Und da weiß man ja nie, was der nächste Hafen ist. Die fahren von A nach B und dann Ja. gibt es die nächste Reise ganz woanders hin. Und es ist eigentlich immer voll machen, leer machen. Voll machen, Ja. leer machen. Aber ist das so, dass Sie teilweise erst kurzfristig Ihre nächste Tour bekommen? Ja, also ja, ist wirklich total unterschiedlich. Die Berlin Express ist durch, die APL Raffles ist durch. Jetzt kommt hier noch ein Bulk Carrier, den Namen habe ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Aber ihr schreibt ihn mir gleich bestimmt noch einmal rein, wenn ich ganz lieb danke sage. Ach hier, Andreas Westphal, der ist schon dabei. Die Grey Luna Bulk Carrier unter liberianischer Flagge, Baujahr 2011, 190 Meter lang und 32 Meter breit. Dankeschön. Ja, dann wissen wir ja genau, was jetzt kommt. Was denn? Jetzt wissen wir, was Genau, kommt. jetzt wissen wir, was da kommt. Ja. Bin gerade etwas irritiert, weil es im Chat um Fasching geht und Rosenmontag. Ist mir ein Ereignis, was mir völlig fremd und fern ist. Wir auch. Ja. Ich habe mit Fasching auch nichts zu tun. Aber manchmal setze ich eine blaue Fairplay-Mütze auf und dann fühle ich mich verkleidet als Schlepperfahrer. Ja, vielleicht muss man da auch eher reingewachsen sein. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der aus Köln war und der ist wirklich immer nach Hause gefahren. Dann haben die da gefeiert, da haben die auch schon sich vorher überlegt, welche Kostüme und also vielleicht muss man damit aufgewachsen sein. Dann kann man das vielleicht auch viel besser verstehen. Guck mal hier. Phil ist gerade reingekommen anscheinend und hat dich erkannt und schreibt, das ist doch Britta von Brittas Hafen-Podcast. Oh nein, das ist ja lieb. Ja, ist doch süß, oder? Vielen Dank. Wenn die Zuschauer einen dann an der Stimme erkennen. Ja, genau, Britta von Brittas Hafen-Podcast ist da. Ist natürlich so, dass bei längeren Streams viele Leute halt auch später dazuschalten. Es kommen ja immer Leute rein und raus und ich vergesse das ehrlich gesagt immer, weil Gäste stelle ich immer so am Anfang vor, aber ich verpeile dann natürlich total, dass man sich da im Grunde genommen, ich sag mal so, alle halbe Stunde wiederholen müsste. Bei mir ist die Britta von Brittas Hafen-Podcast. Falls ihr gerne Geschichten aus dem Hafen hört, dann seppt da doch mal rein. Eigentlich so auf allen gängigen Podcast-Plattformen und sogar bei YouTube lädst du die hoch. Genau. Und vielen Dank an alle, die es gehört haben und noch hören. Freue mich da sehr drüber. Ja, boostet den Podcast mal richtig nach vorne. Ich finde es bei Podcasts aber ehrlich gesagt so ein bisschen schwierig, gerade wenn es halt auch so ein bisschen so darum geht, um Reichweite und Zahlen, dass das alles so zerstreut ist, also dass du so viele Plattformen hast. Du kannst ja eigentlich nie sagen, das ist so diese eine Plattform. Nee, Na? du musst das alles einzeln auswerten, zusammenzählen. Also es gibt zwar so ein paar große, klar, Spotify, Apple, iTunes und so, aber es gibt dann ja auch noch ganz, ganz viele so kleinere. Ne? Und dann kannst du ja auch Podcasts einfach hören, indem du den RSS-Feed abonnierst. Also oder einfach auf der Internetseite oder wo auch immer. Aber trotzdem finde ich das total schön, wenn sich so viele Menschen für diese maritimen Themen interessieren.
Ja, Elfi ist auch weg aus dem Bild. Markus schreibt auch nochmal, dieser Hafen-Podcast ist so klasse. Tolle Geschichten und Themen über den Hamburger Hafen. Danke. Ich werde die gerade Jetzt machen wir rot. Britta mal ein bisschen rot. Oh Mann, das ist echt lieb. Dankeschön. Ja, auf die Idee hat mich eigentlich ein anderer Podcast gebracht damals. Das gibt ja so einen Shipping-Podcast von Lena Gothberg aus Schweden. Und die hat so einen Podcast auf Englisch. Ah, okay. So international, mit sehr internationalen Gästen. Also Captain Kate war da ja zum Beispiel schon mal. Captain Kate ist ja die Das ist ja die Kapitänin. Influencerin, Kapitänin. Die Influencerin überhaupt in Sachen Kapitänin auf dem Kreuzfahrtschiff. Und Captain Thomas von Maersk, Maersk, ne? Genau. Mhm. So, die hat schon sehr, sehr viele Interviews. Den gibt es aber auch schon 10 Jahre, den Podcast. Und die hat mich letztendlich auf die Idee gebracht. Es gibt immer so in allen Bereichen gibt es immer so einige, die das dann schon lange machen, Ja. die irgendwann mal zum richtigen Zeitpunkt den Nerv getroffen haben Ja. und dann auch entsprechend wachsen. Das war echt süß. Ich hab nicht gewusst, welches Mikrofon soll ich kaufen. Es gibt ja so viel verschiedenes Equipment. Also Oder- über Mikrofone kann ich eine ganze Sendung machen. Ja. Und dann habe ich einfach Lena Gothberg gefragt, habe ich ihr eine Mail geschrieben, was soll ich denn da kaufen am besten? Und dann bekam ich echt nächsten Tag eine Mail zurück von ihr mit genau ihrem Equipment und wo sie das schneidet, mit welchem Programm und was sie empfiehlt, was sie nicht so gut fand, womit sie ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Und wenn ich Fragen habe, ruf einfach an. Ja, aber ist doch Irre, cool. oder? Fand ich total nett. Gespenstische Ruhe. Ja. Pirata Bernie sagt auch, die Britta, die kommt super sympathisch rüber. Vielen Dank. Ist immer komisch, wenn man dann so direkt Oh Gott. mit Lob überschüttet wird. Ich kann es dann mal sagen, ich war etwas sehr aufgeregt heute, weil ich auch gesehen habe, wie viele Leute dazuhören. Aber Paddy hat gesagt, hier soll man nicht so aufgeregt sein. Unsere Zuschauer beißen alle nicht. Nee. Fast alle nicht. Guck, jetzt geht es um Equipment und dann fragt gleich wieder jemand, ob ich nicht mal ein Video von meinem Streaming-Equipment machen kann. Das Problem ist, dass sich das alle 2 Wochen ändert, mein Equipment. Ich bin da so oft am Basteln und so oft am Ändern. Also ein Video darüber, das wird es, glaube ich, nicht mehr geben. Ich hatte mal eins gemacht, das ist allerdings mittlerweile schon veraltert. Auf jeden Fall ist die Qualität bei Hamburg Hafen Live toll. Das ist echt, Danke. Ich bin so beeindruckt, wenn ich abends da sitze und manchmal zugucke. Finde ich einfach echt so toll. Im Dunkeln auch die Aufnahmen. Wie können die so scharf sein und einfach so in unser Wohnzimmer kommen. Das ist echt toll. Danke. Wenn es nicht so neblig ist wie jetzt gerade. Also wobei neblig ist es ja nicht, es ist ja mehr jetzt hier so diesig. Dagegen kann man dann irgendwann auch nichts mehr machen.
Aber es macht mir auch Spaß, immer wieder was auszuprobieren. Es geht auch viel in die Hose. Also ich habe schon so viel Mist gebaut mit den Streams. Aber das gehört irgendwie dazu. Hast du auch schon so Podcasts gehabt, die dann irgendwie von der Aufnahme voll in die Hose gegangen sind oder dann hinterher? Das ist Beim erst später gemerkt dann. Beim Bearbeiten, ja, sehr gerne. Und dann vielleicht noch falsch abgespeichert und dann alles wieder von vorne. Ich mache das ja auch öfter erst nach der Arbeit. Ich habe ja noch einen Vollzeitberuf. Und dann bin ich manchmal ein bisschen müde und habe das falsch gespeichert. Ja. Und ich kann dir sagen, du kannst das alles so lange machen, wie du willst. Du kannst versuchen, so professionell zu sein, wie du möchtest. Es gibt immer noch was zu verbessern. Und es wird immer wieder irgendwas in die Hose gehen. Stimmt. Aber jetzt haben wir erstmal die Grey Luna gleich hier auf unserer Höhe. Genau. Einen schönen Bull Carrier mit eigenen Kranen an Bord. Und Grey, würde ich sagen, ist Programm. Ja. Laila fragt nochmal, sorry für die Frage, aber ist das größte Containerschiff aus Deutschland? Nein, Laila. Das war die Berlin Express und die ist schon durch. Wir sind jetzt hier quasi schon in den letzten Zügen. Das hier ist kein Containerschiff, das ist ein sogenannter Bull Carrier. Bull Carrier muss man sich einfach vorstellen wie ein riesiger Laderaum, wo alles Mögliche reingeschüttet wird. Und ja, die Berlin Express, die ist schon durch. Das war am Anfang von dem Stream. Ach, guck mal, da ist auch noch jemand an Deck. Ich glaube, wenn wir winken, kann er das gar nicht sehen. Ne? Ich fürchte, das ist so klein, also ich kann den ja so ranzoomen mit der Kamera, aber in Wirklichkeit ist das so dass klein. wir winken, hat er nicht wirklich wahrgenommen. Da werden noch Leinen sortiert. Ja, und so langsam, glaube ich, möchte das Wetter auch, dass wir zum Ende kommen, oder? Wir sollen mal einpacken langsam. Ja, aber wir sagen hier nochmal anständig Tschüss. Ich drehe die Kamera nochmal um. Unsere zweite, die ist auch mittlerweile voller Tropfen. Vorne. So, mal schauen, ob ich uns hier nochmal... Ja, guck mal, da sind wir. Guck mal, was für Farben. Rot, Blau und das Gelb, was ihr seht, das ist das Regencape von meinem Stativ, was so ein bisschen das Equipment schützt. Ja, Britta, schön, dass du da warst.
Danke, dass ich hier sein durfte. Es ist immer schön, wenn man einen Gast dabei hat, weil ich sag mal so 2 Stunden dann doch immer den Alleinunterhalter. Da hat man auch so Phasen, wo man, ich sag mal, man hat halt bessere und schlechtere Phasen. Insofern finde ich das immer sehr schön. Ja, war auch toll zu sehen, wie du das alles machst mit deinem ganzen Equipment und Umschalten und was für Objektive und so. War spannend. Danke, danke. Ich muss noch mal die Kamera etwas hinterherführen. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart, dass ihr wieder so reges Interesse gezeigt habt. Das hat mich sehr gefreut. Schaut auf jeden Fall mal bei Britta's Hafen Podcast rein. Den Link haben wir ja ein paar Mal gepostet. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank natürlich auch für eure finanzielle Unterstützung in Form von Mitgliedschaften und Superchats auf YouTube, aber auch auf Twitch mit den Bits und Subs. Danke natürlich an unsere Moderatoren und danke, dass ihr überhaupt eingeschaltet habt. Danke, dass ihr einfach Teil von Hamburg Hafen Live seid und immer wieder einschaltet, dabei seid und das Ganze tragt. Denn irgendwie ohne Zuschauer wird das auch alles keinen Spaß machen. Ne? Nee. Dann wäre das auch Blödsinn. Nee. Und deshalb versuchen wir auch heute Abend noch die MSC Preziosa zu zeigen. Da sind wir dann wieder auf Deck 7. Ein bisschen im Trockenen. Ich hoffe, dass es sich nicht noch weiter zuzieht. Ich hoffe, dass wir halbwegs gute Sicht haben. Und dann werden wir wahrscheinlich auch den Fabian vom Kreuzfahrtstudio als Gast wieder dazuschalten. In diesem Ich freu Sinne, mich drauf. ihr Lieben, habt einen schönen Sonntag und vielleicht bis zum nächsten Stream. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Oh, jetzt erstmal Nase putzen nur.